willkommen zu einer neuen Folge von Avex Insight. Heute zu Gast sind die Alternative Rocker Stepfather Fred. Ich wünsche euch viel Spaß. Zu Beginn darf erstmal jeder das Bandmitglied zu seiner Linken mit einigen Wörtern bitte vorstellen. Oh Gott. Ja, das ist der Julius, heute leider nicht da. Naja. Ja, das ist der Simon, der spielt Gitarre bei uns und ist seit 1,5 Wochen Papa. Bravo! Zum Glück, sonst wir haben schon gemutmaßt, dass das nächste Konzert vielleicht ausfällt. Genau, ich lasse es erstmal. Achso, zu meiner Linken, das ist Sebastian, unser Sänger, und ich reiß mit zusammen. Ja, Simon, jetzt darfst du bitte noch ein Matze vorstellen. So rum geht es. Ach, ich hab gedacht, du bist doch links von mir. Ich bin kein Bandmitglied. Ach so, okay. Entschuldigung. So, möchtest du nicht? Du kennst Matze doch schon mindestens genauso lang wie ich, fast. Fast, ja. Aber du hast die besseren Insider-Stories, deswegen. Okay. Ja, das ist der Matze. Ich würde mal sagen, der lauteste unserer Band, würde ich mal sagen. Und naja, uns lernt ja alle im Laufe des Gesprächs noch genauer kennen. Er bedient den Bass. Ja. Ich bin heute gut eingepegelt. Ja. Was würdet ihr denn sagen? Wer von euch ist die größte Rampensau? So. Ist es jetzt einstimmig oder nur, weil er der Sänger ist und es sein muss? Das ist natürlich der Sänger. Zumindest kriegt er die größte Aufmerksamkeit ab. Wird am Das meisten schon. angeschaut und macht er seinen Job auch ziemlich gut. Aber ich glaube, dass jeder bei uns ziemlich gleich abgeht. Klar ist es als Frontmann so, dass man halt meistens am meisten abkriegt. Aber seinen Job auf der Bühne macht, glaube ich, jeder mit größter Anstrengung. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass jeder gleich durchgeschützt ist nach der Show. Na, das bist du. Aber Also, weil die extrem viel schwitzt. Dein Shirt ist extrem ekelhaft nach der Show. So schwer. Meine Schweißdrüsen funktionieren hervorragend. Gut. Wie darf ich mir denn den Stepfather Fred vorstellen? Ist er so ein Stiefvater der lieben Sorte oder eher nicht? Boah, es ist eigentlich eher so ein böser Pirat-Typ, würde ich mal sagen. So kam eigentlich auch ursprünglich mal Zeitlang. Stimmt, wo ist er denn? Hier, genau. So und so. Stepfather Fred. Da gibt's eigentlich eine Seefahrer-Story, so sind wir auf den Namen gekommen. Und ja, deswegen eher der bösen Sorte, würde ich mal sagen. Willst du ein bisschen mehr auf die Seefahrer-Story eingehen, oder? Boah, wie wir es vorher hier bei eurem Event, ja nicht Magazin wollte ich es sagen, bei euren Event-Videos schon hatten, die Namenssuche, die ist gar nicht immer so einfach. Und ja, irgendwann sind wir über eine Seefahrer-Story gestolpert. Bei der Namenssuche ist ja schon einige Jahre her. Wir hatten ja letztes Jahr hier unser 10-jähriges Bestehen mit dem Rock the Box, also ist es jetzt schon 11 Jahre her. Ja, wir sind über eine Seefahrer-Story gestolpert und fanden das eigentlich ganz cool, weil das so die ersten Rock'n'Roller waren, immer unterwegs, immer, ja, wie unser Tourbus ist unser Schiff und irgendwie dachten wir, cool, das können wir übernehmen. Ist das damals so der Berlingo war, oder? Das war unser erstes großes Festival, das war das Southside Festival, wir haben tatsächlich mit dem Renault Kangoo angefahren. Vor uns ein Nightliner und hinter uns ein Nightliner, das war Bombe. Seid auch für den Nightliner da. Renault Kangoo. Wenn wir gerade schon dabei sind, dann könnt ihr gleich mal noch ein bisschen mehr von den Anfängen von Stepfather Fred erzählen. Also wie hat's denn begonnen? Klassisch in der Garage oder? Stepfather Fred war eine klassische Schulband. Ganz anfangs ohne mich. Das war unser damaliger Schlagzeuger, der Willi, und unser damaliger Basser, der Armin, haben sich als Schüler getroffen, haben Simon noch gefunden als Gitarrist. Damals waren es halt 2 Gitarristen, da war der Dani nur dabei. Genau, ich bin dann, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so, müsste es gewesen sein, dazukommen.
eigentlich Über ziemlich eine- geil dazukommt. Ja, über eine Zeitungsannonce. Und meine Mama hat's vorgeschlagen. Genau. Meine Mama hat gesagt, mach mal was. So. Die hat sogar angerufen. Nee, das war ich. Echt? Ja. Okay. Ja, ich habe angerufen. Mir gefällt die Story mit. Nee, ich habe angerufen und dann war der Willi am Apparat, das war sehr komisch. Aber okay, ja, auf jeden Fall hat's dann irgendwie funktioniert. Wir haben halt Cover-Songs gemacht, so das erste halbe Jahr, wie jede Schülerband das halt auch so macht, ne, haben da sicher halt auch dann viel gelernt. Dadurch hatten dann auch mal unser erstes Konzert irgendwann, da kam es dann dazu, dass wir einen Namen gebraucht haben. Und ja, ich glaube, am ersten Konzert schon hat man glaube ich, einen eigenen Song. Das war ganz cool. Sportlich. Ja. Ja, so hat es angefangen. So war das erste Konzert. Bitte singen. Ja, davor gab's aber auch schon eins, das ist auch ziemlich Köln, cool. Das war mal im Video gesehen. Proberaum, ja. Ja, aber das war ohne mich. Das war ohne echt? dich, Ja, das da war hat ohne der mich. Keyboarder noch gesungen. Genau, Ah, dieser- stimmt. Ja, da haben wir uns abwechselnd aus Not am Mann Du hast, und glaube ich, auch gesungen. ich hab auch mal einen rausgehauen. Ja, da gibt's so ein urgeiles Video. Das hab ich mal gesehen, das hat man mir mal gezeigt. Geil. Stimmt, Schauen und wir der mal. Willi hat so einen geilen Cowboy-Hut aufgehabt, das Genau. weiß ich noch. Ja, wir haben alle Bock geil ausgeschaut. Ja, außer ich. Ja, Ja, so viel zu den Anfängen. Und so ging's halt weiter. Und wann bist du dazu gekommen, Matze? 2012. Ende 2012. Auch Ende durch die 2011. Zeitungsannonce, oder? Nee, der Willi hat mir geschrieben, ich habe ja damals bei State of Martial Law gespielt. Mhm. Bin ich immer noch. Wir sind zwar höchst inaktiv, aber und da hat man sich halt gekannt, weil wir schon mal zusammen gespielt haben und ja auch aus dem Allgäu sind. Dann hat der Willi mich halt gefragt, ob ich einen Bassisten kenne. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es halt mal selber. Weil wir mit State eben gerade runtergefahren haben und die eigentlich schon weiter Musik machen wollten. Mhm. Und die Jungs ja ziemlich gut am Start waren zu der Zeit. Zuerst wollte er nicht, da wollte er Gitarre spielen. Ich wollte sie überreden, dass ich Gitarre spiele, weil ich ja eigentlich Gitarrist war. Und ich habe auch noch einen Basser kennt. Gesagt habe, aber dann das wollten sie nicht. Und ich denke, okay, dann spiele halt den Bass. Mhm. Aber mittlerweile gefällt es mir ziemlich gut. Also relativ schnell hat mir das gut gefallen. Man könnte sagen, ich hätte böse Stimmen in Anführungszeichen gehört, die behauptet hätten, dass ihr mit eurer Musik eher Stimmt. in die 90er passt. Also, Aufgrund eures Stils. Was sagt ihr dazu? Seid ihr da d'accord oder sagt ihr, nein, wir sind genau am Zahn der Zeit mit unserer Musik? Also wenn wir am Zahn der Zeit wären, dann wären wir ja schon mega berühmt. so gesehen schon. Ich weiß ja, also wir sind schon, wir können schon zu den Oldschool-Bands, sage ich mal, aber das ist allein schon dem zu verdanken, dass wir komplett ohne Synthes und so ein Zeug auftreten. Also bei uns kommt wirklich alles live aus einer Gitarre, aus dem Bass und aus dem Schlagzeug. Und ja, vielleicht ist es dem zu verdanken, dieser Ruf. Mag auch sein, dass wir früher noch ein bisschen so mehr Richtung Pantera waren und mittlerweile vielleicht mehr Richtung, uns halt auch weiterentwickeln. Ticken poppiger werden wie jede Band. Dem ist das vielleicht zu verdanken. Aber ich glaube, ich würde es nicht als 90er bezeichnen. Nee. Also das ist halt Rockmusik. Rockmusik ist halt heutzutage nicht mehr so dermaßen angesagt, wie es halt jetzt in den 90er war. Da waren halt nur Guns N' Roses riesig und so. Da ging es ja nur ab. Und jetzt, wenn du heute ein Radio anmachst, da ist halt höchstens nur die Klassiker von damals. Aber jetzt so wirklich neue Rockbands, der 2000er gab es dann mal so eine Welle nur mit Umf und so, wo auch mal, oder wie hießen sie, die mit dem, der rausgeschaut hat, wie so ein schwarzer Vogel da. Ich weiß nicht, ob wir da reden. The Shadows, glaube ich. In the Shadows war das so. The Rasmus. The Ja, Rasmus, ja. genau. Da gab es halt noch ein paar so Bands und heute sind die harten Bands hier Sunrise Avenue und das ist halt Schlager mit E-Gitarre. Es gibt keine aktuelle Band, die im Radio läuft, die ordentliche Rockmusik hat. Von dem her sind wir halt nicht sehr Mainstream. Das ist wohl wahr. Ihr hattet vorher auch schon mal den Tourbus angesprochen, der ist ja fester Bestandteil eurer Band. Ich würde ihn vielleicht sogar als 5. Bandmitglied bezeichnen. Welche Anekdote erzählt ihr denn am liebsten über ihn? Dass er
seit gestern wieder TÜV hat. Und das eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit war. Perfekt. Ich hab mir gedacht, der Brief, wo heute gekommen ist, Das ist schon TÜV. Ne? dass ein Polizist vorbeigelaufen ist und eben gesehen hat, dass der TÜV abgelaufen ist. Und dann deswegen haben wir schon mal gehabt. An unserem Hänger. Stimmt, ja. Aber das waren das 60 Euro. Aber da waren ganze wahrscheinlich 60 Schleifer Euro. auf der B12 umdreht. Ja. Stau war. Auf die Story gehen wir nicht weiter ein. Aber auf jeden Fall hat er seit gestern wieder TÜV. Wir haben komplett außenrum einmal geschweißt und mal was gibt's zum Bus zum Erzählen? Wir sind halt Bauer. Also wir sind keine Bauern, aber wir sind halt alles Jungs vom Land und man kann viel selber machen. Das ist auch der einzige Grund, warum man so einen Bus fahren kann. Ja. Wenn man es so sehen will. Wir haben den komplett selber ausbaut, selber repariert, was halt ging und ja, im Endeffekt haben wir jetzt selber geschweißt, da war ich noch in der Nacht im Krankenhaus, weil mir die Augen verblitzt habe und genau. Am nächsten Tag haben wir eine Show gehabt, da ist die ganze Tag mit der Sonnenbrille rumgerannt. Das wird halt nicht ausgehalten. Jeder hat sich gedacht, was ist mit dem kaputt? In der Halle, stockdunkel, kommt der Typ mit den Sunglasses daher. Das ist eine ganz witzige Touranekdote vom Bus. Die erste Tour, wo wir gefahren haben, da ist uns die Lichtmaschine kaputt gegangen, ab der Hälfte. Und wir haben wirklich jeden Morgen jemand zum Überbrücken gesucht. Sind dann immer gefahren und haben das so fertig gefahren, eine Woche oder so. War eigentlich schon ganz witzig. Ja, da gab's wohl schon mehr Stories. Die ganze Zeit mir ist einmal das Kupplungsseil gerissen. Also es verreckt eigentlich relativ viel was. Sie loben zwar immer so als super lässig, aber weil wir Ist ja haben jetzt auch. auch schon über 100.000 Kilometer drauf fahren. Meistens verreckt was, wenn du fährst. Übrigens. Okay. Also am meisten schon verreckt, wo unter Stelle gefahren ist. Stimmt. Okay. Gut. Aber ich habe auch schon viel gehabt. Das gebe ich zu. Aber grundsätzlich war die Grundintention, dass wir eben so einen Bus kaufen, weil der Basti hat damals immer einen VW-Bus gehabt, mit dem wir unterwegs waren und dann hat man halt auf den seine Privatkarte Kilometer draufgejubelt ohne Ende. Und da haben wir uns gedacht, haben wir uns das ausgemalt, wie das wäre, wenn wir so ein Bandfahrzeug haben. Dann haben wir eben, irgendwann haben wir gesagt, scheißegal, jetzt kaufen wir einfach einen Bus. Haben gesagt, so viel Geld geben wir aus, das waren, glaube ich, 3.000 Euro hat er gekostet. Und dann haben wir einfach die Hütte gekauft. Und dann ging's los. Und seitdem ist er uns ins Holz gewachsen. Ja, seitdem läuft er. Ja, der Hauptgedanke war zusätzlich nur mehr oder weniger, dass wir uns einfach Hotels sparen können. Hotels, dann, wir haben ja früher immer Shows gespielt, da hat man dann hinter der Bühne geschlafen und in der Hecke und weiß Gott wo. Also der Willi hat Ich sage jetzt, Hecken pst, ich geschlafen, wollte jetzt keinen Namen sagen. aber da haben wir den Bus schon gehabt. Nee. Schon bei den Tarzan bleiben. Ja, und ja, wir sind eine Band, die sehr günstig reisen kann. Heißt nicht, dass wir jetzt von den Gagen runtergehen. Ja, weil wir einfach halt das Fahrzeug haben und da drin schlafen können. Ja, Und das TÜV war- haben. Und jetzt wieder Und TÜV jetzt haben. wieder, ja. Und halt alle immer zusammenfahren können. Das Ja. ist schon auch. Wir sind ja nicht nur wir 3, Julius 4, sondern wir haben halt noch 2 Techniker immer dabei, die sind quasi Bandmitglied 5 und 6, sind immer dabei und dann eben der Bus noch 7. Und jetzt haben wir seit kurzem auch einen relativ festen Merger. Da sind wir immer zu 7, da müssten wir immer mit 2 Autos fahren. Das ist schon praktischer, wenn alle einfach in Und einem das ist Platz ja völlig gestört. Ja. Wenn man nach Berlin fährt mit 2 Autos und wieder zurück, kostet das halt einfach das Doppelte. sind. Letztes Jahr habt ihr auch euer eigenes Festival aus der Taufe gehoben, das Rock the Box Festival. Wie kam es dazu? Lange überlegt haben wir. Wir haben festgestellt, dass Stepfather 10 Jahre ansteht. Und dann war die Frage, was machen wir? Und ich weiß gar nicht, was wir uns alles überlegt haben. Nichts machen, eine Tour machen, Und dann irgendwann haben wir alles gesagt, komm, Mögliche. unser Lichttechniker hat eigentlich die Idee gehabt. Das war, glaube ich, wirklich seine Idee. Ziemlich sein, sicher. ja. Der hat, glaub mal, angerufen, hey Matze,
dann also war halt die Idee, dass man eben, wenn man JVO gut kennt, mal probiert, so ein Festival aufzuziehen. In der Big Box eben, oder haben wir vielleicht am Anfang, glaube ich, sogar noch andere Locations auscheckt. Kaminberg war, glaube ich, auch. Haben wir überlegt, ja, war datummäßig schwierig. Aber da war das Datum weg und dann sind wir eben, genau, dann sind wir zur Big Box gegangen. Und ich habe damals mit State schon mal in der Big Box eine CD-Release gehabt von unserer ersten CD und da haben wir das auch so ein Nebenmotto Rock the Box gehabt. Und da ist mir das wieder eingefallen, aber ich denke, das ist eigentlich ganz cool, weil es sagt ja relativ viel aus. Rockmusik, Rock the Box, im Allgäu ist das Logo von der Big Box ja ein Begriff. Da weiß man gleich, um was es geht und auch wo es ist. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir feiern unseren Geburtstag quasi in diesem Rahmen. Haben noch ein paar coole Bands eingeladen, die wir selber gut finden und haben das gestartet und es war recht erfolgreich, muss man sagen. Jetzt habt ihr festgestellt, dass man jedes Jahr Geburtstag hat und deswegen Genau. ist es dieses Jahr auch wieder. Ja, 11 Jahre haben wir erst bei 22 Jahre wieder, also wir haben Jubiläum dieses Jahr wieder. Genau. Darum ist uns, wir wollten eigentlich gar nicht, aber uns blieb nichts anderes übrig. Wir haben wieder überlegt. Ja. Ja, aufgrund der guten Stimmung und durch das, dass Kempten auch Rockmusik nötig hat, neben Musikantenstadel und Kabarettisten und irgendwelchen Slam, wie heißt das nochmal, Poetry Slams, genau, haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach nochmal. Die Leute waren begeistert, wir waren begeistert, die Stimmung war gut und jetzt haben wir auch wieder meiner Meinung nach super geile Bands gebucht. Und jetzt schauen wir mal, wie das wird nächste Woche. Auf welche Bands kann man sich denn freuen? Außer natürlich euch. Auf alle. Also wir haben jetzt keine so eine, in Anführungsstrichen, Riesenband wie JBO dabei, wobei Vintage Caravan wirklich groß sind wahrscheinlich. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Aber es sind Fett. meiner Meinung nach ziemlich geile Bands dieses Jahr. Also sehr, wer mit dieser Musik lebt, der kennt diese Bands eigentlich. So. Sagen wir mal so. Und selbst wenn wir die Bands nicht, also mir halt, was mir wichtig war, ihr habt hauptsächlich das Booking gemacht von der Geschichte, dass man halt wirklich Bands bucht, die geil sind. Weil selbst wenn es jetzt einer nicht kennt, überzeugen die einen. Also die Qualität war mir wichtig. Ob jetzt die Band mega bekannt ist relativ unwichtig gewesen. Die müssen einfach nur mega gut sein live. Dass die Leute verstehen, wenn ich zu Rock the Box gehe, dann gibt's da geile Bands. Ganz einfach. Da muss ich jetzt keine großen Namen buchen, die mir extrem viel Geld kosten, wo ich in ein riesen Risiko reinlaufe, weil ich dann halt, wenn ich jetzt eine Band für 5.000 € buche, dann müssen die mir halt locker mal 300 Leute bringen, damit sich das irgendwie amortisiert. Sonst zahle ich am Schluss ja drauf. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, wir probieren mal den Weg. Fette Qualität, fette Bands zum halbwegs erschwinglichen Preis. Dann kann das Festival auch überleben, sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht. Wird es außer den Bands auch noch irgendwas geben? Oder gehe ich da nur hin, um, keine Ahnung, 6 Stunden pure Musik zu erleben? Ne, wir haben, wie auf den ganz großen Festivals auch, so Festivalstände. Also es gibt T-Shirts, es gibt Bullriding wahrscheinlich, es gibt einen Stadtjugendring aus Kempten, der Taschen bedruckt und was gibt's noch als oh Gott, eigentlich müsste ich es wissen. Du weißt es nicht, gell? Also, doch, Moment. die Heldenschmiede ist dabei. Ja, genau. Dann haben wir noch so einen veganen Essensstand oben. Also es gibt im Foyer im Endeffekt so eine Art Händlerstraße, Schnupftabakstand, dann die ganzen Band-Merchandise. Dann gibt's vom Festival, haben wir dieses Jahr auch wieder ein Merchandise, also ein Festival-Shirt. Diesmal gibt's auch Beanies, Mützen und eben wahrscheinlich das Bullriding. Ich glaube, das ist schon beschlossen. Wahrscheinlich. So haben wir es jetzt ausgesprochen. Ja, jetzt schneid mal raus. Ich wollte gerade sagen, es klingt so, als wären nicht alle begeistert. Von der Idee sind alle begeistert. Aber es kostet halt einfach relativ viel Geld. Ja, sagen wir mal so viele Leute werden nicht auf den Bullen reiten, dass sich das rentiert. Aber wir wollen ja auch immer uns ein bisschen steigern und das Festival immer noch cooler machen und ja, da gehören so Sachen halt dann dazu.
Wir glauben, dass das auf jeden Fall gut ankommen könnte bei den Leuten. Ich werde es ganz sicher machen. Seit dem Tigerentenclub wollte ich schon immer mal auf so einem Ding reiten. Die Frage ist, zahlst du oder? Okay. Ja. Also kommt drauf an. Kommt drauf an, wie viel natürlich, aber. Es wird erschwinglich bleiben. Zum Abschluss würde ich gern mit euch in die Zukunft blicken und eure Thesen hören, was denn die Zukunft für Stepfather Fred bereithält. Was glaubt ihr denn? Ich würde ein bisschen abnehmen wahrscheinlich. Ich werde ein bisschen zunehmen, vielleicht. Hoffe ich mal. Ne, keine Ahnung, wir werden eine riesen Rockband. Natürlich. Ich bin nicht überzeugt davon. Doch. Das sind wir schon seit 10 Jahren. Ja, stimmt. Man weiß ja nie, was kommt. Nein, ich meine, es gehört immer ein bisschen Glück auch dazu, aber wir glauben dran, dass man mit Fleiß sehr viel erreichen kann. Und sich zumindest irgendwie so ein Stadium aufbauen kann, halt, dem man vielleicht davon leben kann oder zumindest irgendwann vielleicht ein cooler Nebenjob ist, sowas. Ja. Selbst wenn es so wäre, dann wäre es cool für uns. Natürlich ist größer immer cooler, mehr verkaufen auch cooler, aber wenn wir mal halbwegs davon leben können, dann wird, glaube ich, bei jedem ein Traum in Erfüllung gehen. So. Und dann ist man meistens schon ziemlich groß. Ja, das kommt dazu. Wenn da wirklich jeder ganz normal sein Körperlieb ernähren kann und sich vielleicht irgendwann mal ein Häusle leisten kann, dann ist man schon in einer Band unterwegs, die ziemlich fett ist. Also da reicht der Vintage Caravan nicht, da reicht vielleicht JBO oder so. Das ist dann schon, kaufen dann schon andere Zahlen von Scheiben, da musst 2 Nullen bei uns mindestens hinmachen oder so. Ja, so gesehen ist Rock the Box echt ein sehr underground Festival. Die coolen Kids. Ja. Genau, die coolen Kids gehen dahin. So, zum Abschluss dürft ihr euch einmal noch auf unserer wunderschönen Avix Inside Wand verewigen. Komm, immer als Stepfather hin. Ihr dürft auch noch gern jeder selber da nochmal seinen Namen drunter klatschen, damit wir wissen, wer wirklich was da war. malst du da jetzt hin? Ja, ein Stepfather und dann unterschreibt man halt, oder? Ja, was malen? Also du schreibst hin oder malst du? Ich schreibe. Ja, schreiben. Oben und Du so eine schöne Schrift. Ja. Oben. Jetzt mal schon. Oh Gott. Das wird fett. Buchstaben vergessen. Zutrauen würde ich es dir schon. Ja, ich hab's tatsächlich schon ein paar Mal fertig gebracht, auf CDs falsch zum Unterschreiben. Bei deinem Namen. Hast du einen S. Schuster oder was? Nee, halt beim Stepfather Fred drauf. war. Guck jetzt mal, ja. Was wird jetzt das? Das war ein Säck. Ist das Stepfather? Geil, ne? Oh weh, oh weh. Ja. Nächster Termin, 20.10. Rock. Ja. Box. Das nächste Mal bei uns im Studio ist der Allgäuer DJ Ivan S. Denkt daran, uns zu abonnieren und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr dem DJ stellen wolltet, wie immer einfach in die Kommentare setzen. Bis bald!